Nachdem ich euch bereits in Folge 7 den Love Weißgoldring vorgestellt habe, möchte ich euch heute den Love Ring in Platin vorstellen, mit einem Diamanten besetzt. Der Ring hat das typische Schraubenmotiv. 6 Schrauben sind normalerweise vorhanden. In einem der Schraubenmotive befindet sich ein Diamant der Größe 0,07 Karat. Für einen Laien ist es schwer zu entscheiden, ob dies ein Weißgold- oder Platinring ist, weil die Farben nicht wirklich unterschiedlich sind. Vielleicht hat aus diesem Grunde Cartier in den Platinring nur einen Brillanten verbaut und im gleichen Modell in Weißgold sind 3 Diamanten drin. Wir haben hier 6-mal das Schraubenmotiv, wovon ein Schraubenmotiv durch einen Brillanten ersetzt wurde, in der Stärke von 0,07 Karat. Auch hier gut zu erkennen die sechseckige typische Fassung beim Cartier Love Ring. Der Ring ist 5,5 mm breit und hat die Größe 50. Wir möchten natürlich auch wissen, wie schwer das Ringlein ist, und dazu legen wir den Ring auf die Waage. Und wir sehen, der kleine Ring in Größe 50 hat ein Gewicht von 11,2 Gramm. Er ist wesentlich schwerer als sein Kollege in Weißgold aus Folge 7, obwohl er eine kleinere Größe hat. Das liegt daran, dass Platin eine höhere spezifische Dichte als Gold hat. Da Platin sehr viel schwieriger zu verarbeiten ist als Gold, sind die Preise für Platinringe exorbitant höher als für Goldringe. Der Preis für diesen Ring liegt bei Cartier derzeit bei ca. 4.500 €. Ein wirklich wunderschöner Ring. Wer also lieber Platin als Weißgold trägt und etwas Edleres haben möchte, dem kann ich diesen Ring nur empfehlen. Von den Maßen her ist er identisch mit dem Weißgoldring. Wie gesagt, den Platinring gibt es nur mit einem Brillanten. Die Weißgold-Version hat 3 Brillanten. Die Punzierungen für den Ring befinden sich in der Innenseite. Dort findet man 950 PT für 950er Platin, den Schriftzug Cartier, die Größe hier angegeben mit 50, was den Innenumfang des Rings bezeichnet. Außerdem befindet sich das Copyright-Zeichen sowie die Seriennummer in der Innenseite. 2 weitere Punzierungen, ein kleiner, meines Erachtens nach Pantherkopf soll es sein, sowie eine Waage, die in der Mitte 950 anzeigt. Diese Punzierungen sind sehr klein und nur mit der Lupe zu erkennen. Wir hoffen, wir konnten euch einige Eindrücke über dieses wunderschöne Schmuckstück von Cartier vermitteln und euch vielleicht bei eurer Kaufentscheidung behilflich sein. Solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, so könnt ihr dies am Ende des Videos tun. Wir wünschen euch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, eine neue Folge von Juwelen aus Köln, Markenschmuck.